Die Rebellion der Naturwesen. Island in Flammen und was hat es damit auf sich? Doch zuallererst ein herzliches Willkommen auf meinem Amira Solis Kanal. Wenn du es noch nicht getan hast und dir gefällt meine Botschaft, dann bitte abonniere doch den Kanal und gib mir ein Like. Ich möchte mich auch bei den Spendern von dem Projekt Schutzschirm für Europa bedanken. Danke an Max Zeilinger, Glöckler Antonia, Wolfgang Derfler und Lisa Veit. So, ihr Lieben, es ist etwas Seltsames passiert. Ich bin in meinem Büro gewesen und auf einmal meldet sich eine Elfe und sagt, ich habe dir etwas mitzuteilen. Und ich dachte mir, komisch. Habe mich dann hingesetzt, habe mich eingestimmt, dass ich es besser höre. Und sie sagte, sie ist von Island und die Naturwesen sind sehr wütend. Sie hat eine wichtige Botschaft. Es betrifft nicht ausschließlich Island, aber Island ist ganz eine wichtige Insel und hat eine ganz wichtige Aufgabe jetzt beim Übergang. Und in Vertretung für die Naturwesen hat sie eine wichtige Botschaft. Gut, ich habe gesagt: „Du, warte, wir werden da eine Aufzeichnung machen in meinem Kanal, dass das viele Menschen hören und, bitte komm dann wieder, damit das wirklich 1:1 rüberkommt.“ Sie hat mir schon einige Informationen gegeben, aber ich werde sie bitten, das alles nochmals zu wiederholen. Gut, dann legen wir gleich los, ihr Lieben. Danke, dass ihr mich zu Wort kommen lässt. Mein Name ist Sansa und ich bin eine Elfe aus Island. Man könnte mich als Elfenkönigin bezeichnen. Island hat eine ganz besondere Bedeutung. Nicht nur für die Menschen, die dort leben, sondern für ganz Europa und darüber hinaus eigentlich für die ganze Welt. Es gibt einige Orte, die bislang noch sehr im Einklang mit Mutter Erde waren. Island ist eines davon. Auch der Amazonas wäre so ein Gebiet, der Südpol, das Zentrum von Australien, dann wäre noch Tibet und ein Gebiet in Zentralafrika. Hier könnte man sagen, dass die Erde die Säulen hat, eine Stabilisierung, so wie manche Organe in eurem Körper für euch lebenswichtig sind, so sind diese Punkte für das Überleben von Mutter Erde und allen Leben äußerst von Bedeutung. Jede dieser Regionen hat seine spezielle Aufgabe. Island ist ebenso wie andere dieser heiligen Regionen betroffen. Und das ist auch, warum sich gerade jetzt hier in Island so viele Naturkatastrophen ereignen. Ihr wisst, es hat schon immer Vulkanausbrüche hier gegeben. Doch was nun im Gange ist, muss sich beruhigen,
denn das ist wichtig für den Aufstieg von Mutter Erde. Sie ist unser aller Mutter. Sie ist ein lebendiges Wesen. Und wenn der Mensch nicht in Harmonie mit ihr lebt, dann bricht Chaos aus. Das ist besonders an diesen Orten von großer Bedeutung. Die Menschen in Island wussten das über viele, viele Jahrtausende. Sie haben sich immer mit uns arrangiert und wussten, dass gerade hier in Island das Ökosystem darauf angewiesen ist, dass der Mensch eins ist mit der Natur. Gerade wenn besondere Bedingungen sind, raue Bedingungen, ist es unumgänglich, dass hier Harmonie zwischen allem, was hier lebt, ist. Daher war Island auch besonders stolz darauf, dass sie ihre eigenen Flüsterer gehabt haben, die mit uns geredet haben, die uns befragt haben, wenn etwas gebaut worden ist. Es gibt in Island ja, wie ihr wisst, oder einige von euch wissen, auch Elfenbeauftragte, auf deren Rat man hört beim Straßenbau, beim Bau von großen Gebäuden. Doch in den letzten Jahrzehnten ist immer mehr die Gleichgültigkeit eingezogen und immer weniger wurde darauf geachtet. An ganz heiligen, wichtigen Punkten wurden Anlagen errichtet, ihr nennt es, denke ich, geothermale Anlagen. Meinst du diese, wo die ähm, Heizungen, wo diese Erdwärme genützt wird? Ja, das meine ich. Gut, danke. Habe schon so etwas einmal gesehen. Und wenn das an Akupunkturpunkten errichtet wird, dann fügt das diesem sensiblen System große Schmerzen zu, also Mutter Erde und dem dazugehörigen Organ sozusagen. Und dann versucht Mutter Erde alles, um diesen Fremdkörper wieder loszuwerden. Und wenn sie dazu die Erde zerreißen muss, tiefe Spalten entstehen, die Vulkane werden unruhig, auch Vulkane sind lebendige Wesen, die einfach auf einer anderen Schwingung oder auf einer anderen Frequenz kooperieren und sprechen als wir, als ihr. Und somit ist jetzt einiges in Aufruhr geraten. Island ist aber, wie gesagt, sehr, sehr bedeutend für das große Ganze. Auch der Amazonas leidet sehr und auch hier steht das Ökosystem ganz kurz vorm Kippen, was für euch ebenso fatale Folgen hätte
genauso schlimm, wie wenn Island auseinanderbrechen würde oder einer der großen Vulkane ausbrechen würde. Diese Szenarien wären von unvorstellbaren Folgen, denn so könnte Mutter Erde nicht auf die nächste Dimension, äh, wechseln. Es wäre auch für uns, die wir bis heute im Einklang mit der Natur leben, von unvorstellbarem Drama. Für uns gibt es aber die Möglichkeit, ebenso wie die für die wirklich erwachten Menschen, dann die Erde zu verlassen. Wir würden dann mit euch oder ein großer Teil von uns würde dann mit euch kommen auf die neue Erde, wie du es immer nennst, Lydia. Ich habe jetzt eine Frage, warum meldest du dich bei mir? Es gibt ja Menschen, die sehr viel mit Naturwesen arbeiten. Ich arbeite ja mehr, wie du weißt, mit Amira. Aber ja, du hast dich bei mir gemeldet und ich liebe Island, ich finde es wunderschön, aber ich habe jetzt auch nicht den Bezug, wie andere haben. Also, warum meldest du dich gerade bei mir? Kannst du mir das sagen? Du bist auserkoren worden von Amira, von der Galaktischen Föderation, äh, Europa mit den Segenskugeln, zu beschützen, was auch uns, sehr viel Stabilität geben wird. Daher bitte ich dich ganz inständig, dass du dafür sorgst, dass wir sehr, sehr bald, eine Segenskugel bekommen. Es ist für uns von unvorstellbarem Wert oder besonders wichtig. Gut, ich werde alles daran setzen, dass ihr da jetzt ganz schnell eine Segenskugel bekommt und wenn das so wichtig ist, wusste ich nicht. Dachte Island, ja, da wird weder ein Krieg sein noch sonst irgendwas. Ja, habe ich dem auch nicht die Priorität zugewiesen, die es scheinbar hat. Verzeih mir bitte. Hast du noch eine weitere, Botschaft für uns? Ich möchte euch noch etwas Wichtiges mitteilen oder besser gesagt, das soll euch Amira sagen, denn ihr werdet dann noch mehr verstehen, wie alles zusammenhängt. Ich gehe nun zu meinem Volk zurück. Leb wohl. Ich danke dir, dass du da warst und dass du uns diese wichtige Botschaft mitgeteilt hast. Amira, ich habe wahrgenommen, dass du vor einer Minute oder was aufgetaucht bist. Bitte, was möchtest du da noch ergänzen? Ihr müsst verstehen, dass ihr nicht getrennt seid und denken dürft, was Elfen betrifft, was Tiere betrifft, was Pflanzen betrifft, hat immer auch mit euch zu tun. Es bereitet dir große Schmerzen, wenn du einen Finger verlierst oder wenn du einen Zahn verlierst, obwohl
weder der kleine Finger noch ein Zahn jetzt für dein Weiterleben von Bedeutung ist. Scheinbar. Aber der Schmerz ist da. Würdest du allerdings ein Herz herausreißen, wäre Leben unmöglich. Oder wenn du keine Nieren mehr hättest, keine Lunge mehr hättest. Und so sind diese Punkte, von denen die Elfe gesprochen hat, für Mutter Erde ganz wichtige Organe. Und jeder dieser Regionen auf der Erde hat eine besondere Bedeutung. Offensichtlich ist der Amazonas sozusagen die Lunge für die Welt. Doch was ist Island, wirst du dich fragen? Ja, das habe ich mich wirklich gerade gefragt. Aber ich weiß ja, du kannst meine Gedanken lesen, liebe Amira. Es gefällt mir, mit dir im Channeling so zu kommunizieren. Ich denke, es macht das Ganze lebendig, wenn wir da auch so Dialoge führen. Ja, das stimmt, Amira. Aber jetzt spann mich nicht länger auf die Folter. Was hat es mit Island auf sich? Ich bitte dich nun oder ich bitte euch alle, fühlt euch bitte in diese Energie mal hinein. Ich habe ja gerade gesagt, ihr dürft euch nicht getrennt sehen so wie man Organe nicht von euch abtrennen kann, bedeutend oder unbedeutend, so kann man auch den Menschen nicht von der Natur abtrennen. Ihr seid wirklich verbunden. Und wenn ein Naturwesen oder eine Insel leidet oder eine Region leidet, macht es auch etwas in euch, in eurem Körper, in euren energetischen Körpern. Fühl dich einmal in dich hinein oder fühlt euch bitte mal hinein, wo diese Verbindung zu Island in euch angelegt ist. Welche Regionen, welcher Gefühl. Das ist wichtig, dass ihr das lernt. Schaut mal. Mhm. Spür's in den Augen, im Kopf. Ja, wenn man es in Chakra zuteilen würde, dann würde ich mal sagen Stirnchakra. Ähm, ja, aber wie gesagt, der ganze Kopf habe ich das Gefühl, dass das irgendwie da eine Verbindung gibt. Stimmt das? Ja, genau, das stimmt. Also das wäre diese Region, mit der Island verbunden ist. Und jetzt versteht ihr auch, warum viele gerade Augenprobleme haben, viele Menschen Kopfschmerzen haben, auch diese Kopftumore mehr werden, die Augenkrankheiten mehr werden. Ihr seht immer schlechter. Das hat sehr viel mit dem zu tun, was da gerade in dieser Region passiert. Nicht nur die Aufstiegssymptome, die wir schon besprochen haben, das hängt aber alles damit zusammen. Auch eure Probleme mit der Nase, die viele haben, dass da alles zugeht, im Kopf, dass ihr Schwindelanfälle habt. Das hat alles damit zu tun, dass da wirklich Unruhe herrscht auf der Insel und die Naturwesen gerade wirklich auch in Panik geraten sind, aufgrund der Vorfälle, Ereignisse, die da sind. Bringt das jetzt bitte in euer Bewusstsein und das wäre jetzt eine Aufgabe, die ich euch stelle bis nächste Woche, bis übernächste Woche. Bitte gebt jeden Tag ein paar Minuten verwendet dafür, dass ihr da Heilung
nach Island schickt, in die tiefen Regionen auch hinein von der Erde, dass sich die Vulkantätigkeit beruhigen kann, dass die Meridiane, die da durchgehen, sich wieder beruhigen und dass wirklich da wieder Ruhe, Gelassenheit in diese Insel kommt. Sollen wir dazu eine gemeinsame Meditation machen, eine kurze, oder soll das jeder für sich machen, Amira? In diesem Falle bitte ich euch heute, dass es jeder für sich macht, denn ihr habt verschiedene Ansätze. Es sind unter euch welche, die schamanisch arbeiten, die sollen es mit dieser Methode machen. Wer einfach beten möchte, soll beten. Wer darüber meditieren möchte und gute Energie hinschickt, macht es auf diese Weise. Ich würde sagen, hier ist es jetzt für diese Region wäre eine individuelle Hilfe angesagt, da auch das Stirnchakra eine sehr individuelle Sache ist. Es gibt viele Möglichkeiten und Wege zur Erleuchtung und sozusagen gibt es auch für diese Region viele Möglichkeiten für die Hilfe. Dich möchte ich bitten, dass du Island jetzt innerhalb von einer Woche, äh, dass du da jetzt eine Lösung findest, wie du eine Kugel dahin bringst oder wie du die Energie der Kugel dahin bringst. Gut, liebe Amira, ich habe schon eine Idee. Ich verspreche, ich mache das sofort. Ich werde das umsetzen sofort. Dann danke ich euch beiden, die ihr hier wart. Auf Wiedersehen. Auch ich wünsche euch eine segensreiche Zeit und ich danke euch schon im Namen der Naturwesen und auch in unser Namen, dass ihr da jetzt alle mithelft. Ich ziehe mich zurück, seid gesegnet. Danke, liebe Amira. Wir werden das machen für die Naturwesen, für die Insel und eigentlich auch für uns, denn ihr habt gehört, was das mit uns macht. Und vielleicht seht ihr es in meinen Augen. Ich dachte mir heute, was ist mit meinen Augen los? Meine Nase war zu in der Früh, meine Augen sind getränt. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Aber ich denke, das war so ein Hallo, es ist wichtig, ein Aufruf. Gut, wir werden das umsetzen und ich muss euch noch eine Information geben nächste Woche betreffend. Es kann sein, dass nächste Woche das Video ausfällt. Ich bin jetzt, gerade wenn ihr das hört, in der Schweiz und dann nur 2, 3 Tage zu Hause. Dann geht's Spanien, Frankreich mit den Segenskugeln und ich kann euch einfach nicht versprechen, dass wir's schaffen, dass wir da 2 Videos drehen in dieser kurzen Zeit. Es muss ja dann geschnitten werden. Reinhard muss das ja aufbereiten. Der hat selber noch viel Arbeit liegen. Also, für die 14 Tage, wo wir dann weg sind, werden wir auf jeden Fall ein Video werden wir machen, aber es wird sich nicht ausgehen, dass wir dann, für beide Wochen Video drehen. Also, ich bitte um euer Verständnis. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, alles Liebe und bis bald. Seid glücklich!